Herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht es gerade schon, es geht an der GT weiter. Wir haben ja hier gerade hinter dem Roger den saftigen Mocken aufbauen, jetzt 48 mm. Wir sind alle sehr gespannt, wie der geht. Laufen tut er, das haben wir ja schon gecheckt im letzten Video. Als allererstes gehen wir gerade mal los. Wir verlassen das warme Studio und gehen mal den schmodrigen Rahmen da abdampfen, damit wir auch wenigstens, wenn wir es schon nicht neu machen, wenigstens saubere Teile haben zum Verbauen. Bis dann sollte der Luhu auch kommen sein und dann sehen wir am Ende von dem Video das Ding hoffentlich rennen. Gut, let's go! Oh, fast. Okay. Ein kleines Problem habe ich festgestellt. Motorguss ist verboten, aber unsere wird kein Motorguss, von dem ist easy. Ich habe ja schon das Intro gemacht, dann könntest du jetzt eigentlich waschen, oder? Das Mikrofon wieder irgendwo. Schaust du, dass du die Schräubchen nicht verlierst? Ja, hättest du nicht abschrauben können? Ich hätte schon können. Zuerst Felgenreiniger. Haben wir den Felgen sicher? Ja, okay. Also das ist der Felgenreiniger, gell? Ja. Hallo! Willst du auch ein Gipfeli? Ja. Gipfeli? Das Ding super. Ich ein bisschen abtropfen lassen und dann gehen wir wieder. Was ist eigentlich für Zeit? Oh, ist es 9? Ja, dann müssen wir halt schnell das 9 machen. So, das 9 haben wir gegessen, doppelt gestärkt wie wir sind. Wir suchen jetzt gerade eine Partei raus. Wir werden jetzt neue Bremsen bestellen. Da geht es jetzt noch darum, was für Pneu da drauf kommen. Momentan drauf sind 2¾ mal 17. Meine Meinung ist öffentlich bekannt. Unter 3 geht nichts. Aber Luhu, der kennt sich mit kleinen Sachen besser aus. Das ist fucking 15 drunter tun. Was fordern? Da ist die engste Stelle, gerade 80. Ja, allbekannte Themen. Schutzblech, was hat ein Schutzblech? Wir nehmen 275er, was fertig nehmen wir? Jetzt hörst du alle in den Kommentaren «Buh!» Oder Contigo. Contigo sind auch cool. Die brauchst du noch neue Schrauben. Lauhau. Lauhau. Oh nein. Lauhau. Ach nein. Willst du zuerst messen, was fertig sind? Und dann Ja, ich schub's raus und schau dann. Ja. Gut, also lassen wir da noch. Beim Waschen haben wir noch etwas festgestellt. Freut natürlich mein Herz. Gebiger Riss, und zwar durch. Ich montiere jetzt da mal ab, putze das Ganze schnell an der Bürste. Das ist sowieso, das schon mal, da hat schon mal einer probiert zu schweissen. Schweiß das wieder ganz zu, ein bisschen lackieren und dann können wir nachher hoffentlich mit dem Aufbau starten. Darauf wartet man. Tada! Einmal zuziehen. So, ich habe das unsägliche Gebastel mal auseinandergenommen. Wahrscheinlich ist das Ganze mal gebrochen und irgendjemand hat da einfach so ein Wald- und Wiesenblech eingeschweißt. Ich habe jetzt ein neues Wald- und Wiesenblech genommen und dann kann das dann da unten rein. Jetzt wird es getutet. Du würdest das jetzt einfach so lassen. Das Problem ist ja, ihr wollt ja, dass das einen Originalaufbau gibt, oder? Und weil ich sehe in Zukunft, das ist ja bekannt, und ich sehe, dass das irgendwann mal noch einen Umbau gibt, oder? Wenn wir die Schnauze voll haben von Originaloptik, Ja, gut. dann gibt es dann mal einen anständigen Umbau und dann wird das Ganze hoffentlich mal sandgestrahlt, sauber gemacht. Gut, also ich habe da unten den Bügel mal geschweißt. Wir haben jetzt den Motor zur Sicherheit eingesetzt, weil man weiss ja nie so richtig genau bei so Töffli-Sachen. Jetzt kann ich da unten schauen, wie der da reingeht und dann einen Schweißpunkt machen. Approved! Du hat mich verdonnert, ich müsste das rostige Zeug dann nachher bürsten und lackieren. Machst du am Kübis... Leck mir am Arsch! Das sind eigentlich 16 Zollräder und das sind 17. Das war original, 50er Kranz. Und wir wechseln jetzt hier auf den 40er. Vorne gibt es dann anstatt das 15er ein 16er Ritzel. Und dann nachher sollten wir die 85 knacken. Oha! Oha! Oha!
Chassis ist soweit mal zusammen. Der Luhu hat jetzt endlich sein Rädchen fertig und dann machen wir das jetzt an. Weil wenn das Rädchen vorne dran ist, können wir es auf den Ständer stellen, hat er gesagt. Und wenn es auf dem Ständer steht, dann können wir Hochzeiten machen. Dann kommt der Motor rein, dann das Hinterrädchen, jetzt ist es verkehrt in der Hand. Soll ich noch ein bisschen weiter rauf, oder geht's? Kannst du Also wir nähern uns wirklich am Rolling Chassis, immerhin da schon. Aber eben der Luhu hat gesagt, er will heute noch... Wie viel hast du schon erhöht? Sind wir schon auf 85 km gewesen, ja. 85 Meter fahren? Mal runter da. Ja, musst da noch Mütterchen und Schräubchen und so. Ja, gut. Das Schutzblech bringen wir jetzt noch an, aber das wir da vorher müssen machen. Ich frage vom Kollegen. Ja. Wo ist der führen? Ja, genau so. So, dann probieren wir es nochmal. Tacho am richtigen Ort. Wir wollen ja wissen, ob wir... Wie viel sind es? 95? Ja. 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 Da Motor ran. Macht zuerst den untersten, wenn es da recht ist. Jetzt haben wir uns eigentlich gar nicht darüber unterhalten. Ja. Was ist der da? Was, der Filter? Ja, gut. Gut, der ist ja eh einfach gelimet. Wieso limen wir nicht einfach selber um? Was passiert echt bei dir da? Man muss gar nicht so genau sehen, der funktioniert. Oh, du machst den Meisterwerk. Du hast dich nicht entschuldigen. Also, zur Information, 16er Ritzel passt nicht, wenn ihr einen mit Rettwellen habt. Steht da wunderbar an. Also jetzt nochmal zurück zum Roger, schnell einfach... Hör mal auf! Sag mal, wer das genau macht. Das denn schon. Das muss eine Lösung sein. Du hast eine pragmatische Lösung gemacht, aber hast nochmal 2 Santi abgeschnitten. Das hat nicht gerade auf Anhieb funktioniert, also viel mit Zweck ist gut. So. Luftfilter und Flansch, das sind die 2 Teile, die es rausreißen. Roger regelt auch nicht das Beste. Oha, der fährt schon fast. Jetzt kommt der Kette. Fast. Das ist jetzt langsam wie bei Pimp My Ride. So langsam der Customer kommt und alle sind noch ein bisschen am Rumrennen. Roger kürzt noch schnell das Ding auf eine schöne Länge. Steht jetzt auch hier am Auspuff an. So, dass das Ding endlich mal in Form annimmt, habe ich hier hinten schon angefangen, Sitz drauf. Jetzt zuerst noch den Tank. Bevor wir den Tank machen, oder den Benzinschlauch Wirrwarr noch entwirren. Ja. Ist das da drauf oben gewesen? Ich finde er so gut. So sieht er wirklich aus wie der Scheiß vom Turbo. Stück für Stück zum schnellsten Mofa von Mofa-Kult. Da brauchen wir nicht mehr anhängen, weißt du? Ich weiss nicht, was es ist. Da brauchen wir nicht mehr! Ich weiss auch nicht, was es ist. Ja, das ist Masse. Und das ist für die Zündspuren, das ist der Saft. Das ist der Aber Saft. wir haben ja alles, das ist ja alles neu jetzt. Okay. Du musst mal schauen, wo wir die versorgen können. Da unten hat's. Ja, wir machen jetzt schon auf Hauchdeutsch von Anfang an. He? Luhu, Ja. du hast den Roger hin. Er hat hier noch schnell den Spannungsregler montiert. Und ist jetzt gegangen. Ja. Ja, wunderbar. Ja, genau so ist richtig, ja. Wenn es einer weiss, dann der Roger. Übrigens, wir sind schon fast fertig. Der Luhu wird heute unbedingt noch fahren. Ich glaube aber... Ah, fuck, sie ist mega hell. Ja, es ist dunkel ausgebildet, wird da glaube ich nicht mehr. Der Roger, der mag eh nicht mehr filmen. So, es ist etwa 20 ab 8 in der Nacht. Ich hätte jetzt eigentlich Wochenende, aber der lässt mich nicht gehen. Ich will fahren. Er will fahren. Jetzt hat er noch gemerkt, dass wir den falschen Gaszug haben, dass wir gar nicht Vollgas geben mit seinem, was ist es, 34er Vergaser. Ihr seht, es ist langsam, neigt sich am Ende zu. Die Verkabelung ist dran, da sind wir noch am Gas einstellen. Da müssen wir tatsächlich noch ein Kurzgas abnehmen, damit wir wirklich den ganzen Weg vom Vergaser, die 28 mm, auch öffnen können. Was wir ja natürlich wollen, weil der Luhu, wie gesagt, will Vollgas fahren. Hebst du nicht durch zu? Ich sehe jetzt nicht, dass das heute noch passiert. Schauen Sie jetzt noch an, weil vielleicht wird es nachher so wie mit einem Driftbike, oder? Der Luhu macht es heute Abend noch kaputt und wir haben es nicht mehr auf Kamera. Ihr habt genug gesehen vom Schrauben. Das nächste, was ihr gesehen ist der Luhu im Vollgas. Geil! Und übrigens nochmal Roger, wirklich guter Job mit dem Luftfilter. Wirklich guter Job. Es ist der nächste Tag. Alrighty, der Krieg hat jetzt gesagt, es ist der nächste Tag. Ich habe jetzt gerade noch das Kerzenbild gecheckt und man sieht noch gar nichts, wie erwartet. Und was ich noch geholt habe, das ist mir noch wichtig gewesen, damit ich auch noch irgendetwas beitrage bei diesem Projekt. 2 neue Griffe. Die mache ich jetzt noch schnell drauf. Nachher hat der Luhu die Ehre, um da wirklich mal schnell zu fahren. Und er hat ja versprochen, wie schnell das Ding soll fahren. Also 80 wird es sicher laufen. Das werden wir jetzt mal sehen, was da passiert. Er hat übrigens schon den Schlüssel verloren. Super, danke. Aha, das ist fast ein bisschen zu weit drauf. Ich wollte fast ein bisschen zu viel wollen. Oh, gut angemacht. Gut gemacht, Luhu. Gut gemacht. Nein, toll. Kannst du Gas geben. Der Luhu. Jetzt. Nimm doch mal ins Maul. Jetzt hat er da einen neuen Zip-Hoodie. Heute habe ich den freigeschaltet. Ab heute, vor 3 Wochen oder so, im Shop erhältlich. Und der Luhu hat ihn schon wieder. Ich habe den Helm schon rausgenommen und
Luhu, du hast ja gesagt, der rennt 85, oder? Das ist knapp, weil wir können ja, ich habe kein 16er Ritzel montieren. Jetzt könnte es ein bisschen knapp werden. Wir gehen hinterher. GPS, hä? Ich kann es, ja. Du mal mit 2 Apps. Nicht, dass du bescheissest, oder? Nachher tust du bei deinem Chauffeur einstellen, bist wahrscheinlich schon beim Anfahren, bist mit 81 Auto gefahren. Ja, ja, genau. Aber das ist wahrscheinlich warm fahren. Schon wieder Werbung. Vielleicht sollte man sich irgendwann mal so eine Vollversion kaufen. Ich warte dich hin. Also. Ich freue mich. So, Elias! Ja? Was hast du? Menschen, die lesen können, sind klar im Vorteil. Also gäbig wäre es ja, wenn er jetzt eigentlich da so auf unserer Rennstrecke fahren, aber der macht ja, was er will. Also das Licht tut, aber schau mal. Schau mal da hinten. Okay. Wenn er über 80 läuft, zahle ich ihm einen Smoothie und wenn er unter 80 läuft, zahlt er mir einen Smoothie. Ja, jetzt bin ich gespannt. Shit, das hat jetzt schnell ausgesehen. Alle jungen Kerle, wenn wir gerade mal rausnehmen. Gut. Ah, komm schon. 79, 79, 79, 79, 79. 74. Jawohl, das war meins raus. 75. 75. Oh, 75, gell? Hätte ich 16er Ritzel gehabt, hätte ich es geschafft. Ja, für das wären die 5 km gewesen. Wir müssen sicher noch etwas machen. Abstimmungsmässig sowieso können wir noch etwas machen. Es gibt ja noch andere Zahngrenzen. Oder Zahngrenzen, ja. Das hast du auch noch gesagt. Also da, die 80, die stehen ja, die wollen wir ja. Ich meine, er hat jetzt so Pfupf raus, dass wir gut können, die Zahngrenzen noch ein bisschen runter. Also da können wir gut noch runter. Die 80, die liegen da sicher drin. Ich freue mich auf den Smoothie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Der schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Und ja, das baut man nicht dabei. Ja, ganz sicher. parat. Oh, kann ich da hinten drauf hocken? Ja, kannst du hinten drauf hocken. Also können wir nochmal chattern. Auf den Atem!